Mit 15 km/h durch Europa. Ja, und hier im Campingplatz trifft man dann Jeff wieder, den ich ja auch interviewt habe und der mich hier angesprochen hat. Ich hätte ihn jetzt nicht sofort wiedererkannt. Gerhard hat Jeff vor 4 Tagen, am 20. Reisetag, in der Nähe von Savigny getroffen. Dazwischen liegen 150 Kilometer. Und mein Schweizer Freund, der ist bereits unterwegs. Der 73-jährige Matthias und Gerhard haben sich gestern kennengelernt. Während ich frühstücke, beobachte ich das bunte Treiben vor dem großen Fahrradzelt. Man könnte glauben, es handelt sich hier um eine Goldgräberstadt und alle wollen so schnell wie möglich ans Ziel. Um 12:30 verlasse ich die Komfortzone und fahre los. Eigentlich müsste ich in die entgegengesetzte Richtung fahren, doch der Radweg ist auf der anderen Seite und die nächste Brücke liegt im Westen. Dabei übersieht Gerhard was ganz Wesentliches, nämlich die alternative Route zu einem der schönsten Schlösser an der Loire. Das märchenhafte Schloss Chambord. Die herrliche Uferpromenade reizt mich. Soll ich mich dem Prinzip der Faulheit unterwerfen oder einfach weiterfahren? Der innere Schweinehund meint, selbst schuld, wenn du dir nicht die Zeit zum Faulenzen nimmst. In Blois wohnen 65.000 Menschen. Das sind um ca. 60.000 mehr als in meinem Heimatort. Und angeblich gibt es hier sogar eine Schokoladenfabrik. Also wenn ich an der vorbeikomme, dann kann ich heute 2000 Kalorien extra abbauen. Von Blois nach Menare, Eurovelo 6, Frankreich. Ich muss schmunzeln, wenn ich an den 73-jährigen Matthias denke, der mich gestern eine Etappe lang begleitet hat. Der will heute Abend in Orléans sein. Ja, bis dahin sind es noch gute 70 Kilometer. Da drüben ist der Campingplatz, wo ich gestern übernachtet habe. Beim Anblick des quadratischen Anhängers würde ich dem durchtrainierten Radsportler glatt unterstellen, dass er eine Kiste Bier unter der Plane hat. Die Loire. Was für ein wunderbarer Fluss. Über 1004 Kilometer fließt das Wasser vom Zentralmassiv im südlichen Frankreich bis zum Atlantik. Auf dem Weg dorthin legt sie den Grundstein für zahlreiche Buchten, Inseln und Sandbänke. Es ist ein wahres Paradies. Wenn es hier in der Nähe noch einen Pizzadienst, eine mobile Bar und eine Trafik gäbe, könnte ich hier ewig verweilen. Von Menare nach Mer, Eurovelo 6, Frankreich. Wenn ich so an meine Kindheit denke, dann bin ich unheimlich dankbar, dass ich sie so erleben durfte, wie ich sie erlebt habe. Da gab es fröhliche, zukunftsorientierte Eltern, witzige Tanten und Onkeln, und eine Großmutter, die uns sämtliche Freiheiten ließ, wenn Mama und Papa nicht da waren. Hey, hier ist dein Gewissen. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Beruf? Ja, natürlich. Ich habe schon sehr jung begonnen, als Bauarbeiter. Da ist ein Radfahrer. Was geht in dir vor? Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Wenn du an deine Kindheit denkst, was war dir damals schon wichtig? Für mich war damals schon klar, dass die Natur, sauberes Wasser, klare Luft
und viel Bewegung wichtige Bestandteile meines Lebens sind. Ja, es gibt also hier anscheinend 2 Routen, die nach Beaugency führen. Und jetzt kennst du dich wieder mal nicht aus, Gerhard. Stimmt's? Also da bei der Brücke stehe ich jetzt wahrscheinlich. Na endlich. Das ist richtig. Merke dir, Kartenlesen ist nicht nur etwas für Wahrsagerinnen. Gut, dann auf, los geht's. Von Mer nach Lesthiou, Eurovelo 6, Frankreich. Grundsätzlich fahre ich ja gerne im Windschatten, doch die paar Maxeln werde ich schlicht und einfach überholen. Na, hoffentlich übernimmst du dich dabei nicht. Da sind die Atommeiler, die ich auf den Drohnenaufnahmen gesehen habe. Da waren sie noch 20 Kilometer entfernt. Machst du dir gerade an die Hose? Naja, ganz gleichgültig ist mir das nicht. Wenn es so einen Reaktor zerreißt, dann werde ich wohl in einem Reagenzglas heimkehren. Dieser Gedanke zermürbt mich schon etwas. Dann wäre nämlich Elisabeth eine wohlhabende Witwe und vielleicht sogar begehrter denn je. Von Lesthiou nach Beaugency, Eurovelo 6, Frankreich. Hallo Gerhard. Dein Gewissen ist neugierig. Wann warst du das erste Mal in Deutschland? Das war 1981. Wir waren 20 Jahre alt und hatten lauter Flausen im Kopf. Da bin ich mit einem Freund nach Salzburg geradelt. Und von dort sind wir mit dem Zug nach München gereist. Ich erinnere mich noch an das Hofbräuhaus und an den Salzburger Bahnhof, wo wir dann nach der Rückkehr übernachtet haben. Knapp um 16 Uhr, als der Magen schon ordentlich rebelliert, der Wind stärker wird und sich noch dazu bei Beaugency ein Rastplatz der Superlative anbietet, bleibe ich stehen. Also hier kommt der Spiritus rein. Und mit diesem Teil regle ich die Stärke der Flammen. Und um herauszufinden, was die Radlerhose aushält, habe ich mir ein Fertiggericht für die Mikrowelle gekauft. Ein Mikrowellengericht im Spirituskocher zubereiten? Typisch Gerhard. Und glaube mir, es gibt auch andere Mittel, um festzustellen, was die Hosen aushalten. Also die Hosen haben das Mikrowellenfutter ausgehalten. Aber ein Mensch, der hinter mir geradelt wäre, der hätte wohl die volle Ladung unterschiedlichster Gase eingeatmet. Von Beaugency nach Olivet, Eurovelo 6, Frankreich. Die einstündige Rast hat wirklich gut getan. Ich bin gut gelaunt und freue mich schon auf Orléans. Hey, was ist denn das für ein komischer Ort? Kunst, wohin man schaut. Und zu futtern scheint es ja auch etwas zu geben. Gerhard, du Kunstbanause, denkst immer nur ans Essen. Dabei hast du erst gerade etwas zu dir genommen. Und merke dir, das ist das berühmte La Corne des Pâtures. Ein Ort für Kunstliebhaberinnen und Liebhaber. Hallo. Glaubst du, du kannst dein Gewissen während dieser genussvollen Fahrt durch diese herrliche Naturlandschaft einfach abschalten? Ich bediene mich des Bewusstseins und frage dich,
Du bist doch in einer Weingegend zu Hause. Gibt es da auch Weinverkostungen im großen Stil? Ja, die gibt es tatsächlich. Doch darüber erzähle ich dir nach der Fahrt über die Brücke. Heute in der Früh hat dieses Stahlseilchen da sich ausgehängt. Das heißt, ich habe mir jetzt einmal beholfen damit, dass ich die Taschen mit Seilzügen befestigt habe. Sie hält zwar ohne den auch, aber ich kann sie mit diesen Gummibändern eine Zeit lang auch in dieser Waagerechte halten. Bei uns in Niederösterreich gibt es traditionellerweise jedes Jahr unzählige sogenannte Großheurigen. Dabei handelt es sich um Feste, bei denen vor allem der junge Wein verkostet wird. Während meiner Jugendzeit wurden da auch noch viele andere Sachen verkostet. Doch das ist eine andere Geschichte. Die Fahrten bei Sonnenuntergang haben mich schon immer irrsinnig fasziniert, wobei hier die Sonne relativ spät untergeht, also gestern war es bis 21:30 Uhr hell. Zum Campingplatz, den haben mir nämlich 2 Holländer empfohlen. Die haben gesagt, der bei Orléans, der hat gar nicht offen gehabt. Und somit probiere ich es gar nicht. Die sind mich heute von dort weggefahren. Also Olivier, den Campingplatz stehe an, das sind einmal wenige Kilometer, ich glaube 7 oder 8 Kilometer. Und dann bin ich für heute mal wieder an einem Campingplatz. Nanu, kennen wir uns? Pardon, I speak English oder German, Deutsch? Was sagt sie? Du hast uns gefunden? Wo haben wir uns gesehen? Aber ich habe doch gar niemanden gesucht. We've met. You're from Turkey. Jetzt funkt es aber. Ja. Das sind doch die beiden netten Radfahrer aus der Türkei, die mit ihren Klapprädern unterwegs sind. Die habe ich doch vor einer Woche am Campingplatz in Angers kennengelernt. Zu meiner Überraschung erzählt sie, dass sie die Tour noch vor dem Ziel beenden wollen. Make a break, 1-2 days break. Die Gründe sind ihre Katze, die ihnen sehr fehlt, die Müdigkeit und das miserable Wetter. Als mir während der Unterhaltung das Video zeigt, wo sie mit den Rädern vor dem Chateau auf und ab fahren, verschlägt es mir den Atem. Bin ich da etwa vorbeigeradelt? Am größten Schloss an der Loire? Ich glaube es einfach nicht. Wie hat das bloß passieren können? Mit Freude lade ich die beiden jungen Radreisenden aus der Türkei ein, am nächsten Tag einen Kaffee mit mir zu trinken. Im Gegenzug wollen sie mir beibringen, wie man einen türkischen Kaffee auf traditionelle Art und Weise zubereitet. Fazit des Tages: Wenn Ehemänner alleine reisen, bedarf es keiner Rechtfertigung, weshalb man so spät am Abend sich zur Ruhe begibt.
Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.